Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und im Oktober ja, zu Oktober sind ganz gerne mal diese kleinen Gruselbilderchen gefragt zu Halloween und ich möchte euch einen kleinen Unterschied zeigen. Und ihr seht es vielleicht schon von diesem Bild zu diesem Bild, ja. Es geht mir nicht um die Häuser und um das Drumherum, aber es geht mir um den Mond. Wie bekomme ich es hin, dass der Mond so schön verschwommen ist, wie hier auf dem? Hier habe ich das ganz normal versucht, Kreis gemalt, ausgemalt, Himmel drumherum. Aber ich finde, es wirkt einfach nicht so wunderschön. Ja, mir fällt der passende Eindruck nicht ein. Ja, irgendwie ein bisschen mehr mit Atmosphäre, ne? Mit diesem Mond, der sich so verschwimmt. Und ja, das möchte ich euch heute eigentlich mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Grundsätzlich, prinzipiell würde ich euch einmal noch mal sagen, dass alle meine Hilfsmittel und Materialien, die ich benutze, unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Ja, alles, was ich immer in meinen Videos so nutze, wie zum Beispiel auch dieses gute Stück. Da findet ihr einen Link zu, unten zu Amazon. Das ist ein Affiliate-Link. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, aber bei mir landen dann vielleicht mal ein paar Cent, falls ihr etwas darüber bestellt. Ja, ich arbeite heute mit dem Clairefontaine Aquarellpapier, 100% Zellulose, 300 Gramm Prozent. Ich nehme mir hier ein kleines Blättchen raus. Das ist eigentlich eine schöne Größe, DIN A5. Ich schneide mir die immer in 2 Hälften und das passt dann super auf meine Karten, ne? So wie ihr das hier seht. Ja, und dann habe ich hier mein ganz tolles Papierschneidegerät. Ich kann euch diese Art von Papierschneider nur empfehlen. Diese Dinger, wo man so ratscht, ja, da müsst ihr ständig die Klingen austauschen. Das ist für dickes Aquarellpapier nicht so gut geeignet. Dieser hier, der schneidet hier wie durch Butter. Ihr habt eine schöne Skalierung, könnt das anpassen und habt immer einen astreinen Schnitt. Und das ist super, super gerade und gut gemacht. Ja, und dann nehme ich immer ganz gerne meine Pappen von diesen, tatsächlich, wenn die dann mal alle sind, diese Blöcke, dann hebe ich mir immer die Rückseiten auf. Und da kann ich mir jetzt hier mein Papier ein bisschen drauf fixieren. Das mache ich heute tatsächlich nur mit Washi-Tape. Ich habe hier meinen Mond. Nehme ich den großen oder nehme ich den ruhig lieber ein bisschen kleiner? Ich glaube, ich nehme ein bisschen den kleineren Mond. Ich nehme mir einen Aquarellstift, der sich verlaufen wird in der Mondfarbe und ziehe mir hier einmal meinen Kreis drumherum. So, da ist der Mond. Und ich ziehe mir gleichzeitig noch etwa meinen Hügel hin, wo ich dann mein Häuschen drauf platzieren möchte. Je nachdem, wie hoch ihr den Hügel macht, desto tiefer steht der Mond dann natürlich, ne? Also hier steht er recht hoch. Man könnte den Mond ja auch hier unten hinsetzen. Von daher, das bleibt euch überlassen. Ich ziehe den jetzt hier einfach mal in so einen unteren Drittel. Genau. So. Ich habe hier meine Farben von Victoria von VH Aquarell. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 €. Und jetzt mache ich mir eben mal die Farben nass. Hätte ich schon vorher machen können, die ich für den Mond nutze. Ich nutze hier ein Mittelgelb als erste Schicht. Vielleicht auch ein Nepalgelb. Die beiden mache ich mir erstmal nass. Und dann mache ich mir hier hinten noch mal ein bisschen die anderen Töne nass, die ich vielleicht noch mit in den Himmel mache. Na, ihr könnt euch das überlegen, ob ihr das so rötlich mögt oder ob ich kann auch noch mal versuchen, mehr eine Schicht von dunkelrot nach hellrot zu bekommen. Ist aber etwas schwierig, weil ich mache die Waschung über dem Mond.
Und ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Genau. Aber fürs Erste mache ich euch erstmal ein bisschen größer. Malen wir jetzt, obwohl hier jetzt der Mond gemalt ist, die ganze Fläche, die obere Fläche in einer Farbe. Das ist der Trick an der Sache. Ja. Gucke mal. So wie ihr den Mond dann haben wollt, malt ihr hier wunderschön eine gleichmäßige Lasur von oben nach unten bis zu eurem Hügel. So. Sehr schön. Wer Mondkrater mag, kann jetzt noch in die Mondfläche so ein paar kleine Tupfen setzen, was sich dann nachher wie die Mondkrater entwickeln wird. Muss man nicht, kann man. So, und hier unten bin ich dann bis zum Hügel gelandet und jetzt muss das Ganze natürlich erst einmal trocknen. So, jetzt ist das einigermaßen trocken und nun folgt die zweite Schicht. Dafür mache ich jetzt aber erstmal um meinen Mond herum ein bisschen Feuchtigkeit. Und dann beginne ich von oben nach unten. Ich nehme es jetzt tatsächlich mal etwas dunkler und wechsle die Farben. Und lasse es jetzt nur hier bis an das Wasser von dem Mond laufen. Oh, das ist mir zu dunkel. Na, ist jetzt nicht schlimm. Nehme ich noch mal so ein bisschen weg. Und ziehe das dann noch mal nach unten. Also, ich gehe hier noch mal rüber. Habe meinen Mond ein bisschen angefeuchtet und ziehe mir hier den Himmel einmal so runter. Und jetzt gehe ich einfach noch mal mit ganz verdünnter Farbe hier in meinen Mond mit Wasser hinein und lasse den Rand ein bisschen verschwimmen. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass es nicht zu nass wird, dass euch das zu sehr reinläuft. Lieber wieder mit dem Pinsel reingehen und etwas Feuchtigkeit und etwas Farbe rausnehmen. Ne? Ich habe hier mein Tuch liegen, da lasse ich das dann tropfen. Der Pinsel ist auch ein bisschen unglücklich. Mal schauen, dass mit dem hier etwas besser geht. Passt auf, macht nicht zu viel Wasser rein, nicht, dass es euch blumig wird. So, wenn man es noch mal wieder etwas dunkler haben möchte, geht man noch mal wieder mit ein bisschen Farbe hinein. So wird euer Mond so, wie ihr das gerne hättet, nämlich ein bisschen verschwommener, ein bisschen mystischer ist vielleicht der richtige Ausdruck. Also hier sieht man jetzt schon, der Mond ist deutlich dunkler geworden als hier. Dafür finde ich den Himmel aber ganz spannend, ne? Also, genau. Und jetzt muss das Ganze erstmal wieder trocknen. So, ihr Lieben,
da ist mein gutes Stück. Es ist sehr schön geworden. Tatsächlich ist es nicht so sehr schön verschwommen wie hier. Das ist wirklich, also man muss es ausprobieren. Eine Übungssache. Aber trotzdem durch dieses Rausholen, ne, hat sich jetzt hier dann doch nochmal wieder ein Rand gebildet. Aber trotzdem ist das immer noch schöner geworden als dieses hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Von daher, ja, bin ich somit ganz zufrieden. Und ja, als nächstes, bevor wir das hier alles schwarz machen, malt ihr euer Häuschen rein. Ich male mein Häuschen tatsächlich mit einem schwarzen Aquarellstift. Ihr könnt es aber auch mit einem Bleistift machen oder. Und jetzt könnt ihr euch ganz frei und kreativ gestalten und das krumm und schief oder machen, wie ihr wollt oder so groß. Ne? Also ich habe hier auch unterschiedliche Sachen ausprobiert. Dieses hier war mal ein bisschen mehr in der Breite. Hier habe ich es krumm und schief gemacht. Und hier möchte ich tatsächlich jetzt gleich aber auch nochmal einen Ast mit einer Eule einbringen. Deshalb muss ich jetzt mein Haus hier mal heute ein bisschen versetzen. So, wie fange ich denn an? Ich glaube, ich fange mal hier oben an mit dem Dach. Ich setze hier erstmal mein Dach drauf. Mit einem Schornstein natürlich. So, ich ziehe jetzt hier den Giebel. Das wird nachher alles übermalt, aber einfach um für mich eine Proportion zu kriegen. Ich werde dieses Dach jetzt tatsächlich mit einem großen Dachfenster versehen. So, und dann male ich weiter. Wie male ich denn weiter? Gerade runter mit 2 ovalen Fenstern. Vielleicht hier jetzt noch mal eine Dachschräge. Mal gucken. Man kann das natürlich schwierig dann andeuten mit Schindeln oder so. Es ist nicht machbar, wenn man es so dunkel malt. Ich kann hier jetzt so einen Zwischenstock einfach noch mal machen. Da mache ich jetzt auch noch mal mehrere Fenster. 1, 2, 3. Und dann setze ich mir hier den Rest hin mit einer Tür. Die Tür kommt ruhig hier hin und kann hier jetzt auch noch mal vielleicht einfach mal 2 eckige Fenster hinein malen. Und dieses Haus könnt ihr nachher noch verzieren. Das mache ich auch noch mit allerlei möglichen Dingen, Geländern und. Und ich möchte jetzt hier mir tatsächlich noch sowas wie einen Ast malen, der mir hier reinragt und ein bisschen gruselig macht. Und ich will, dass da so eine Eule drauf sitzt. Ich mache mir hier eine ganz schlichte Eule. Die sitzt so ein bisschen im Vordergrund. Doch vielleicht mal. Ich male das tatsächlich gleich mal mit einem schwarzen Stift. Das ist einfacher. Die Eule. Große Augen. Der Rest wird hier schwarz gemalt. Ihr könnt auch das ganze Haus mit Stift malen. Wer sich das gleich nicht zutraut, mit Wasserfarbe, nimmt einfach einen Stift dazu. Die finde ich schon mal cool. Die Eule. Und dann geht das hier noch weiter. Das wird der Ast werden. Der ragt hier knochig hinein in das Ganze. Ja. Super. Und dann male ich noch eine kleine Fledermaus da gleich hin. Die Eule sieht auch schon mehr wie eine Fledermaus aus, aber gut. Okay, ich male jetzt erstmal das Häuslein aus.
Und jetzt muss ich tatsächlich mal auf meine anderen Farben zugreifen, weil ich bei Victoria überhaupt kein Schwarz besitze. Nehme ich jetzt hier ein Schwarz von Paul Rubens. Und ich male jetzt hier einfach erstmal bis auf die Fenster alles aus. Wenn ihr das nicht hinbekommt mit einem Pinsel, dann nehmt einfach gerne einen Stift, einen schwarzen, ne? So, Haus habe ich fertig. Jetzt male ich noch eben den Baum. Versucht ruhig mal so ein paar, ein bisschen dick eventuell, gleich mal auf einen dünnen Pinsel zu gehen, ein paar Zacken in diesen Baum hinein zu machen. Sprich so ein paar Verästelungen, so ein bisschen, ja, ist eher nicht so rund zu machen, ne? So hier und da mal eine Kante hinein. Es dürfen ein paar, vielleicht zwei Fledermäuse nicht fehlen. Ganz einfach. Ihr malt ein U, ein Dreieck unten dran, einen Bogen, noch ein Bogen. Und unter dem Bogen setzt ihr jetzt einfach nochmal zwei kleine Böckchen. Also 1, 2 zum Körper gehen. Und dann habt ihr schon eure Fledermaus. Körper kann man noch mal so ein bisschen länger ziehen. Ja. Ein bisschen schräg vielleicht auch noch mal malen. Ein U, ein Dreieck unten dran, ein Bogen, noch ein Bogen. 1, 2, 3 Bogen. 1, 2, 3. Ausmalen. Fledermaus fertig. Jetzt male ich erst noch mal den Hügel schwarz und dann lasse ich das Ganze trocknen und versehe das Haus noch mit ein paar schönen Kleinigkeiten. So, und das ist ja jetzt nicht mehr schwer. Einfach erstmal hier den Hügel dran malen. Wer möchte, kann tatsächlich auch in den Hügel noch mal einen Hügel reinmalen. Das sieht man. Also man malt erstmal den Hügel, obwohl es ja schwarz ist, sieht man das dann trotzdem. Na, ich habe jetzt hier so einen Bogen gemacht und ich kann jetzt hier noch mal einen Bogen extra machen, nach unten weg. Und da wird man dann trotzdem einen Hügel gleich erkennen, auch wenn es ganz schwarz ist. Ja, das muss jetzt erstmal noch mal wieder trocknen. So, ihr Lieben, wir sind im Endspurt. Jetzt kommen noch so ein paar kleine Verzierungen. Das gute Stück ist trocken. Jetzt könnt ihr eure Fenster gestalten, ein paar Kleinigkeiten noch anbringen, je nachdem, wie es euch so gefällt. Dafür nutze ich einen Fineliner und keinen Pinsel, weil das natürlich leichter ist. Und ihr könnt hier ganz unterschiedliche Fensterformen noch machen. Ihr könnt noch
Und dafür brauche ich vielleicht nochmal eine Nummer feiner. Ich habe fast einen Fehler gemacht. Oh, oh meine Güte. Ich könnte noch einen Balkon malen. Vielleicht machen wir den mal hier hin. Regenrinne. Und vielleicht auch noch einen kleinen Zaun. Da macht er die ruhig mal so ein bisschen krumm und schief. Und verbindet die dann. Ich wollte noch mal den kleinen, damit es so richtig gruselig wird, hier ein paar rote Augen verpassen. Ja, so, mein Klebeband löst sich schon von alleine. Und fertig. Fertig ist die kleine Grusel. Der könnte auch noch mal hier Augen haben. Ich finde das so cool, wenn die so Augen haben. Das ist doch dann erst so richtig, ne? So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet sehen, wie einfach es ist, so eine kleine Karte zu machen, diesen Mond zu gestalten und dieses hier, dieses Unschöne nicht zu machen, sondern hier auf diese Art und Weise das ein bisschen weicher hinzubekommen. Und ja, ich finde doch, die beiden sind total gelungen. Jetzt könnte man hier noch Happy Halloween oder irgendwas draufschreiben, unten, ne? In einer hellen Farbe wieder. Vielleicht in so einem hellgelb oder auch tatsächlich in einem Orange oder so. Würde gut passen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind alle Sachen verlinkt, die ich so benutze. Heute in dem Fall, wie gesagt, zum Beispiel der Uniball Eye ist dort verlinkt. Das Schneidegerät ist verlinkt. Das Papier ist verlinkt. Die Farben. Ihr findet alles in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit und viel Spaß beim Malen.